Ja, liebe Welt, wir haben ja gesagt, willkommen zurück. And guess what? We're back. Dies ist das Logbuch von Edda und Etu und ihrer Reise durch die Kunstwelt. Und in all den Jahren, in denen wir uns kennen, waren wir ganz genau einmal in einer Ausstellung. Sieht nicht gut aus, hält aber. Kann man eigentlich ein Fragezeichen machen? Und deswegen heißt es jetzt für uns, jetzt oder nie. Wenn ich ein Solo-Instrument will, dann nehme ich das da mit 6 Seiten. Also das hat ja auch 6 Seiten, scheiße. Ihr Minister für Hoffnung, Euphorie und was war das dritte? Unrealistische Zeitpläne. Und jetzt fliegen wir los. Und du kannst auch links und rechts so praktisch so weit wie du willst. Ich teste die Limits. I'm testing the waters. Testing the limits. Mehr nach da. So weit. Wir haben da diese eine kleine schöne Idee. Ein Musikvideo mit einem riesengroßen Pferd als Wandmalerei. Bestimmt 3x3 Meter, vielleicht sogar 3x2 Meter. Sehr, sehr großes Pferd. Einer der Songs des Albums wird Rennpferd heißen. Also was läge näher, als einige Szenen für das Musikvideo für genau diesen Song an diesem Ort zu drehen. Aber wisst ihr was? Wir wären ja nicht in der Kreativwelt, wenn es nicht irgendein Problem dabei geben würde. Dieses Pferd nun, das ist nicht einfach irgendwo an der Wand da. Dieses Pferd, das ist in einem alten Schlossgut. Der Haken bei der Sache ist, dieses Schlossgut ist nicht mehr ganz gut in Schuss und soll jetzt saniert werden. Und zwar von Kopf bis Fuß, also von Zinne bis Keller. Wir haben einen sehr netten Besitzer kennengelernt. Und es ist im Moment völlig unklar, wie lange dieses Pferd noch an dieser Wand sein wird. Und deswegen heißt es jetzt für uns, jetzt oder nie. Ja, nun ist es aber dann auch gleichzeitig so, dass wir nicht mehr ganz durchgehen wie die interessierten Schülerinnen und Schüler der Video AG. Zumindest fast nicht. Also wie wird es dann für uns möglich, an so einem Ort Aufnahmen für ein Musikvideo zu drehen? Kann man eigentlich ein Fragezeichen machen? Es ist diese eine Sache, die alle unbedingt haben wollen, nur ganz wenige richtig viel haben und die meisten, wenn sie denn dann viel davon haben, auch immer mehr haben wollen. Ihr wisst es, ich weiß es, Teddy weiß es. Erdbeeren. Speaking of which, wie viel willst du gerne haben für unseren Besuch? Das ist jetzt aber schwierig. Wie soll ich den filmen? Und schleppen gleichzeitig. Also, ich trage das Stativ und ich habe so ein Video noch nie gemacht. Und nebenbei kämpfen wir uns durch all das, was nun mal nötig ist, um als Künstler leben zu können. Wir gründen eine Firma. Ha, jetzt ist es richtig. Haben wir eine richtige Firma? Es sieht so aus. Wir suchen uns einen Steuerberater. Ja, schönen guten Tag. Sind wir ganz neugierig darauf, ob Sie überhaupt noch Platz haben. Können Sie denn jemanden empfehlen? Kein Problem, finden wir selber im Netz die Nummer. Vielen Dank und alles Gute. Ciao, ciao. In einem Jahr wäre was frei. Dann. Ich weiß nicht, wie wir das ein Jahr ohne aushalten sollen. Auch der Schritt, eine Steuerberatung zu finden, ist ein Hürdenlauf. Zumindest ist es so in unserem Leben jetzt gerade in dem Zeitabschnitt. Wir lassen uns über Buchhaltung aufklären. Wir schicken ja nichts Falsches ans Finanzamt. Gut, alles klar. Na, danke fürs schnelle Durchschauen. Bis später. Tschüss. Crazy. Und wir stellen ein Portfolio zusammen, in dem wir unsere besten Arbeiten zeigen und hoffen, dass sie jemandem gefallen, der uns
gerne Geld geben möchte. Das ist ja irgendwie die Wahrheit, oder? Wir haben euch ja im letzten Video schon einmal kurz erzählt, dass wir gerade versuchen, 2 Sachen parallel zu schaffen. Und zwar wollen wir einerseits die Musik und alles, was damit zu tun hat, also das Artwork, die Musikvideos, die technische Produktion, so gut und so schnell wie möglich weiterentwickeln. Gleichzeitig wollen wir aber auch mit der Kunst irgendwie unseren Lebensunterhalt verdienen, indem wir kreative Texte schreiben, indem wir Bilder machen oder Videos machen, womit auch immer man andere Menschen künstlerisch unterstützen kann. Und deswegen bewerben wir uns zwar mit mäßig viel Hoffnung für alle möglichen Förderungen und Stipendien und alles, womit man freie Kunst eben voranbringen kann. Und auf der anderen Seite schreiben wir sehr viele Bewerbungen für künstlerische Jobs. Festanstellungen sind für uns raus, weil dann sind wir zu unflexibel und wir können nicht einfach in Rabatten stehen und Aufnahmen machen. Schreiben, fotografieren, Film machen, Grafiken machen. Das sind alles Sachen, die wir anbieten und wir sind auch so lala erfolgreich damit. Geklappt hat erstmal gar nichts. Aber es liegt nicht daran, dass wir das nicht können. Ich würde sogar sagen, wir können das ziemlich gut. Weil sonst würden wir das ja nicht anbieten. Und an der Stelle verengt sich der Gang und die bekannte Katze beißt sich in den bekannten Schwanz. Denn wenn man keine großen Referenzen vorzuweisen hat im Lebenslauf, dann fallen die Kundinnen nicht vom Himmel. Und da kann man, wie wir, hunderte von Bewerbungen schreiben. Es führt vielleicht erstmal zu nichts, aber irgendwann dann zu viel. Mehr. Zu viel mehr als nix. Zu viel mehr als nichts. Eine der wichtigsten Sachen dabei ist, das auch mit Humor zu nehmen, aber ihr werdet sehen, dass wir auch ganz schön federn lassen. Das können wir jetzt nicht alles detailgenau abbilden und vor der Kamera machen. Wir lassen unsere Federn exklusiv vor der Kamera. Teddy hat so einen riesen Federsack gesammelt, den schüttet die einmal vor der Kamera aus und dann regnet es nicht nur Kundinnen und Kunden, sondern auch Federn. Checkt das Philosophie. Man tauscht Freiheit gegen Sicherheit. Und damit sind wir auch schon bei der allerklischeehaftesten Wendung, aller klischeehaften Wendung des aufstrebenden Künstlerdaseins. Geld sorgen. Stopp, halt, Eto. Nee, nix mit Geld sorgen. Wir sind nämlich hier im Anti-Sorgen-Business und damit es nicht zu hart wird, machen wir jetzt erstmal was Schönes. Räumen Atelier ein, machen alles fertig für die Musik. So einfach kann das sein. Wir sind House-Sitting in einem wunderschönen Atelier. Wir wollen uns jetzt natürlich die Welt ein bisschen einfach halten, damit mehr Platz im Kopf ist für all die sehr, sehr vielen Sachen, die wir vorhaben. Ich suche mir einen alten Hocker, noch einen alten Hocker und einen schönen alten Stuhl. Und da setze ich alle meine Geräte drauf. Ich brauche meine Instrumente. Die stehen da, die kommen gleich. Ein Laptop, ein Interface, das mittlere Medium zwischen der E-Gitarre oder dem Bass und dem Laptop. Und einen MIDI-Controller, Kopfhörer. Ich brauche die ja auch vor allem, weil Tedder immer so laut ist beim Filmschneiden. Also nicht, weil ich Musik mache, sondern weil sie halt so laut ist. Ist klar. Da macht die ja was. Und beim Malen, ja. Beim Malen. Und wenn sie schreibt, dann ist es ganz besonders schlimm. Besonders mit der Hand. Willst du nicht miterleben. Mein treuestes Instrument. Im besten Fall begleitet mich diese eine Strat bis ans Ende aller Tage. Also meiner Tage. Und hoffentlich habe ich noch ein paar. Zweites Instrument. Ich konnte ja nicht so viel mitnehmen. Einen 6-seitigen Fretless Bass. Den habe ich mir erst sogar vor ganz kurzem gegönnt und das ist natürlich ein Instrument, sehr übungsintensiv. Und deswegen dachte ich, wenn ich mal Zeit habe, zwischendurch ein bisschen Bass zu üben und auch ein paar meiner eigenen Basslines auszuchecken,
dann verbinde ich das gleich mal und schule mein Gehör weiter mit dem Fretless. Das ist ein Bass, der diese Metallstäbe, die die Gitarre hier hat, nicht hat. Und das heißt, dass die Übergänge zwischen den einzelnen Tönen fließend sind. Und das heißt, dass man nicht wie auf der Gitarre geführt wird und ganz genau weiß, wo die Finger sitzen müssen, sondern hier muss man sich per Gehör den richtigen Ton suchen. Wenn ich hier lang fahre, hört ihr das vielleicht? Es gibt immer kleine Abbrüche. Wenn man hier einen Slide macht auf einem Fretless-Instrument, klingt es so. Ja? Entgrätet, glaube ich, sagt der Gitarrenbauer. Ich glaube, das ist das Fachwort. Es ist ein entgrätetes Gerät. Ein Fretless-Bass wird oft von Bassisten und Bassistinnen benutzt, die solieren. Das heißt, sie haben hier noch eine hohe Saite, in dem Fall das hohe C. Kein Witz. Das hohe C. Und das gibt dem Bass, genauso wie die ganz tiefe B-Seite, noch ein sehr, sehr hohes Register. Das ist jetzt für mich gar nicht so spannend. Wenn ich ein Solo-Instrument will, dann nehme ich das da mit 6 Saiten. Also das hat ja auch 6 Saiten, scheiße. Also das kleine, die kleine Blonde mit 6 Saiten. Die sind natürlich nicht serienmäßig. Das ist meine Art, um ein komplett schwarzes Instrument ein bisschen lebendiger zu machen. 2 Sachen, die mich schon mein ganzes Leben begleiten. Ein Whammy-Pedal. Und das ist quasi fast kaputt. Das habe ich massiv genutzt früher und habe inzwischen das dritte. Das ist fest auf meinem Floorboard und das funktioniert auch super. Und hier stimmt immer was mit der Kalibrierung nicht. Das andere, Wah-Pedal. Das muss schon sein. Ja. Alles mühevoll Handarbeit. Nix hier mit, man drückt ein paar Tasten und dann geht's los. Und halt all das, was ihr hier habt und hier habt, ist 1000-mal wichtiger. Da braucht man keine komplizierte Technik auffahren und sich auch nicht vormachen, dass man irgendwie erst das und das und das an teurem Equipment haben muss. Man muss wissen, was man will vor allem. Jetzt bin ich für das, was wir vorhaben, aufgebaut. Und jetzt fliegen wir los. Hier kommt ein ganz kleines Gürkchen. Der Beginn einer Gurke. Mein Leben als Gurke ist Eine begann. Dokumentation von Tedda Efari. Der Beginn meiner Gurke. Gurke. Meine Gurke, versteht ihr? Willst du mal herkommen, dann zeige ich dir. Hier, schau. Ja, ich schau. Überall, wo ein neuer Trieb kommen will, in den Zwischenräumen, dort, wo sich ein Zweig aufteilt in 2 Zweige, versucht die Pflanze immer wieder neu auszutreiben. Und wenn man sie das machen lässt, dann wächst sie nicht in die Höhe und verpulvert enorm viel Energie für Seitenstränge. Hier sieht man das sehr schön. Siehst du? Ja. Hat wieder versucht, hier treibt wieder raus. Und dann sagen wir nein. Und wir von der Tomatenkontrollstaffel sagen nein. Konzentriere dich bitte auf dein Ziel. Unser Ziel. Genau, unser gemeinsames Ziel. Hier, guck dir das an. Was für ein Hoshi. Typs. Das sind ganz tolle, kräftige Pflanzen. Meine Fresse.
Hier drumherum kann man sich ja schön reingraben, aber wenn man nah an die Wurzel kommt, da muss man immer ein bisschen Piano machen. Ich habe gerade mal einen Typen nachgeguckt aus der Highschool. Der war der absolute Gesangsüberflieger. Der war irgendwie das... Ja, also so genauso wie es irgendwie so ein Star Quarterback gibt, war er quasi so ein Star Singer. Und jetzt habe ich mir mal den Spaß gemacht und geguckt, was macht denn dieser super Überflieger von damals? Na, willst du mal raten? Jedenfalls keine Musik. Tja, und da habe ich wieder gedacht, ja, das ist nämlich einfach nicht so einfach. Ja, und ich habe das am Anfang nicht gewusst, beziehungsweise vielleicht wollte ich es auch nicht wissen. Ein Leben darauf aufbauen wollen, hat leider gar nichts mit dem kreativen Schaffungsprozess zu tun. Da geht es um Bürokratie, es geht um Dokumente, es geht um Millionen, zumindest Abertausende von kleinen Arbeitsschritten und die alle kosten sehr viel Zeit und diese Zeit hat man dann nicht mehr, um Musik zu machen. Und dieser Wettstreit, der wird immer extremer, je weiter man kommt. Wenn man das wagen will und wirklich davon leben möchte und das in ganz viele Seelen im besten Falle tragen möchte, dann muss man, und das ist für mich eine der härtesten Lektionen daran überhaupt gewesen, muss man darauf verzichten können. Man muss auf das verzichten, was man am meisten liebt. Oder wie Tedder es sagen würde, man muss die Kunst für die Kunst opfern. Und dieser ziemlich paradoxe Satz, der trifft es. Genau so ist es. Eternal Wisdom by Ito. Und was sind jetzt die Geldsorgen? Wir haben ein kleines Häuflein Erspartes und es wird im Moment reichen. Es ist kein gnadenloser Existenzkampf. Der ist nicht lustig, das wissen wir. So schlecht geht es uns nicht und wir wollen auch nicht so tun, als wäre das so. Da wäre schon wieder Platz für den nächsten Regen. Wir konnten ein paar Kunden aus meiner eigenen Selbstständigkeit übernehmen, sodass monatlich immerhin ein bisschen was reinkommt. Nur halt nicht sehr viel. Wir alle wissen, wie teuer die Mieten sind, wie teuer die Lebenshaltungskosten sind, wie teuer die Energiekosten sind und wir wissen auch, wie teuer das Herstellen von Kunst sein kann. Insofern wird genau dieses Herstellen von Kunst irgendwann schwieriger, wenn man nur noch auf das Häuflein Geld gucken muss, das immer weniger wird. Aber man braucht sich ja auch keine Illusionen machen. Die Welt hat nicht auf unser Portfolio und auf unsere Bewerbung gewartet. Wir müssen halt einfach ein bisschen Geduld haben. Und zum Glück habe ich in der Hinsicht schon ein paar positive Erfahrungen gemacht. Ich habe ja Kunst studiert, ich habe ein paar Ausstellungen gehabt und ich habe ein paar Stipendien gekriegt. Das ist zwar schon ein Moment her, weil ich in letzter Zeit ja mehr Auftragsarbeiten als freie Arbeiten gemacht habe, wegen Geld verdienen und so. Aber ich habe diese Erfahrung immerhin in meinem Erfahrungsrucksack, dass mir irgendwie von außen schon mal gespiegelt wurde, du bist gut genug. Es wäre schön, wenn man sich seiner eigenen Fähigkeiten und seines eigenen Selbst immer so bewusst wäre, dass man nicht auf irgendeine Bestätigung von außen angewiesen ist. Wenn man so viel auf eine Karte setzt und so viel riskiert an Geld und Sicherheit und solchen Dingen, dann macht es dann doch irgendwas, wenn man sowas schon mal erfahren hat, dass man irgendwie so eine Validierung gekriegt hat. Und insofern kann ich solche Ablehnungen oder Nicht-Rückmeldungen ganz gut einordnen. Weil es sind nun mal Menschen, die diese Entscheidungen treffen und Menschen haben Vorlieben und Geschmäcker und Vorstellungen und man kann nicht jedem gefallen. Und deswegen wird man auch eine ganze Menge Absagen kriegen, bevor man irgendwann mal vielleicht eine Zusage kriegt. Es gibt natürlich immer eine kleine Stimme im Kopf, die einem bei jeder Absage sagt, offenbar bist du nicht gut genug, vielleicht solltest du das ja alles gerade gar nicht machen. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr Gründe für Absagen, als dass irgendwas nicht gut genug ist, was auch immer gut genug sein soll. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn man sich selber nicht zu wichtig nimmt, dann kann man irgendwie auch seine gute Laune behalten und seine Zuversicht und daran glauben, dass bestimmt jede dieser Absagen ihren Grund hat, dass dieser Grund aber nicht bedeutet, dass wir nicht gut genug sind. Und ich hoffe, ihr wisst das auch. Für euch. Egal in welchem Bereich ihr mit irgendeiner Rückmeldung konfrontiert seid, die nicht so ausfällt, wie ihr euch das wünscht. Es gibt vielleicht Gründe dafür. Das kann man reflektieren, da kann man versuchen, sich zu verbessern. Aber all das hat nichts mit eurem Wert als Menschen zu tun. Es bedeutet nie, dass ihr nicht gut genug seid. Das heißt, global betrachtet geht es uns ziemlich gut. Abgesehen von all den Dingen, die wir für unsere Arbeit brauchen. Und das ist ja auch schon genug. Brauchen wir eigentlich nicht mehr viel.
Wir machen keinen Urlaub, wir gehen nicht shoppen. Die Sachen, die wir tragen, tragen wir jahrelang. In einigen Fällen sogar jahrzehntelang. Wir gehen nie essen, wir bestellen auch nie Essen. Wir gehen noch nicht mal Eis essen. Wir haben kein eigenes Auto. Wir machen alles mit den Rädern, auch wenn das gelegentlich mal ein bisschen absurde Ausmaße annimmt. Und wir haben ein sehr ausgeklügeltes System zum Energiesparen in der Wohnung. Und in all den Jahren, in denen wir uns kennen, waren wir ganz genau einmal in einer Ausstellung und einmal im Kino. Dune 2. Ist ja klar. Davon gibt es aber kein Foto. Deswegen sehen wir hier einfach noch ein paar mehr von der Ausstellung. Das heißt, für uns ist die Herausforderung vor allem, ein Leben zu schaffen, in dem wir genug Zeit haben, um all die schöne Arbeit zu machen, die wir machen wollen, und gleichzeitig aber auch halbwegs genug Geld damit zu verdienen, um dieses Leben überhaupt möglich zu machen. Und allein diese Entscheidung treffen zu können, wie man das eigene Leben führen möchte. Und dann eigentlich nur noch vor der Herausforderung zu stehen, das tatsächlich umzusetzen. Das ist ein riesiges Privileg, das wissen wir auch. Es ist, wie Eto sagt, man tauscht Freiheit gegen Sicherheit. Und dann kann man sich eben auch nicht beschweren, wenn die Sicherheit weg ist, relativ weg ist. Und wir geben uns jetzt 1,5 Jahre, um das zu schaffen. Weil entweder haben wir bis dahin irgendeine Struktur aufgebaut, die für uns funktioniert, oder wir haben all unsere Ersparnisse aufgebraucht und stehen mit dem Rücken zur Wand. Kein Druck und so. Der Pessimist hat zwar öfter recht, aber der Optimist hat ein schöneres Leben. Und solange wir noch ein bisschen was von dem Optimismus übrig haben, leben wir den auch. Diese Täter empfiehlt Ihr Minister für Hoffnung, Euphorie und was war das dritte? Unrealistische Zeitpläne. Und unrealistische Zeitpläne. Station 1. Ja. Tomaten und Petersilie. Und jetzt noch? Gibt es noch eine Handvoll Knoblauchkraut? Für jeden ein Blatt Majoran. Ein Blatt? Nee. Wir rationieren den Majoran. Eto empfiehlt nur ein kleines Blatt, weil sehr geschmacksintensiv. Ich schneide jetzt mal das Würkchen an. Gurkt ist. So, naja, die Deko ist dem Wind zum Opfer gefallen. So. Nicht zu vergessen, Messer ablecken. Wichtig. Ja, Kinder, unbedingt nachmachen. Unbedingt das Messer ablecken. Es gibt nichts Größeres. Ist unter erschwerten Windverhältnissen. Sieht nicht gut aus, hält aber für die Geschmacksexplosion noch 2 Plättchen Majoran versteckt. Lässt du noch was übrig? Nein. Musst du schnell herkommen jetzt. Ja, so vergeht die Zeit, wenn man Spaß hat. Und was wäre Besseres zu tun, als uns nochmal zuzugucken, wie wir euch was vormampfen. Deswegen, bitteschön, here you go. Ja, aber deswegen bin ich ja gar nicht hier. Mir wurde hier so ein Zettel hingelegt von Sachen, die ich vorlesen soll. Also pass auf. Nächste Folge, da geht es darum, wie wir das Album hören. Also das Ding, um was es hier eigentlich die ganze Zeit geht. Und dann geht es darum, wie wir noch mehr Zeit im Atelier verbringen und warum. Und natürlich geht es ja auch um dieses blöde Geldverdienen-Thema. Und dabei geht es um die Arbeit am ersten Auftrag. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal was von der Glocke erwähnt habe letztes Mal, aber es gibt ja diese Glocke. Auch diesmal gibt es eine Glocke. Guck, da drücke ich gerade eine. Also, wenn ihr wissen wollt, wann wir wiederkommen, guck, jetzt gehen wir gerade. Aber wenn wir wiederkommen sollen, drückt die Glocke, wir sind weg. Tschüss! Geht einem schon der Arsch. Super. Das ist wirklich sehr gut. Brot mit der Gurke ist sehr gut. Die Taube hat auch einen richtig schönen Abend. Moment mal bitte. Ich krieg gerade einen Anruf. Ja? Nee, ich bin gerade in einer wichtigen Rabatte.